Hallo liebe StageLight App Community. Im zweiten Tutorial dieser Reihe zeige ich euch, wie ihr Scheinwerfer in StageLight patcht. Ich fange mit einem einfachen Beispiel an und wähle einen Scheinwerfer aus der Bibliothek. Und dazu wechsle ich in den Scheinwerferbereich. Ein DMX-Universum hat 512 Adressen. Das heißt, es können theoretisch 512 Scheinwerfer mit einem DMX-Kanal darin adressiert werden. In der Praxis sind es allerdings ohne Repeater und Splitter nur 32 Scheinwerfer. Beim erstmaligen Starten der App wird automatisch das Default-Universum angelegt. Wenn bereits eine Verbindung zu einem Artnet-Adapter existiert, werden verschiedene Informationen dazu angezeigt. Darauf gehe ich genauer im Tutorial Connectivity ein. Im Ultimate-Paket unterstützt StageLight bis zu 10 Universen. Diese könnt ihr in der Listenansicht der Universen anlegen, bearbeiten und natürlich auch löschen. Wenn ihr mehr als ein Universum habt, wird immer zuerst diese Listenansicht dargestellt. Über die Auswahl gelangt ihr dann zu dem entsprechenden Universum. Das Anlegen eines Scheinwerfers erfolgt über den Plus-Button. Ich wähle zuerst einen Hersteller aus oder suche danach. Jetzt sehe ich alle zugehörigen Scheinwerfer und im nächsten Schritt die entsprechenden Modi. Nun kann ich die DMX-Startadresse, das Offset und die Anzahl der Scheinwerfer auswählen. StageLight legt automatisch eine Gruppe mit Herstellernamen an. Diesen Namen kann ich anpassen und auch löschen. Dann wird keine Gruppe automatisch angelegt. Im ersten Tutorial-Überblick habe ich euch die Steuerkanäle vorgestellt. Der Startindex kann hier angegeben werden. Dann werden die Scheinwerfer automatisch mit den Steuerkanälen verknüpft. Jeder Steuerkanal hat einen Labelbereich. Bei Gruppen und Queue-Listen wird direkt der Name als Label verwendet. Bei Scheinwerfern kann ich ein Label in den Scheinwerfer-Details vergeben. Ich kann aber auch für alle das Label direkt am Mixer ändern, wenn zum Beispiel der Name zu lang ist. Neben den automatisch angelegten Gruppen kann ich auch eigene Gruppen anlegen und verwalten. Ich vergebe einen Namen und wähle die entsprechenden Scheinwerfer aus. Ähnlich funktioniert auch das Anpassen der Gruppen. Durch Herauswischen kann ich eine einzelne Gruppe löschen. Das Löschen von allen Gruppen erledige ich mit dem Löschen-Button. Das Löschen von Scheinwerfern funktioniert analog zu den Gruppen. Durch Herauswischen wird ein Scheinwerfer gelöscht, alle Scheinwerfer lösche ich durch den Löschen-Button. In der Detailansicht seht ihr den Namen, den Herstellernamen und das Labelfeld für die Steuerkanäle im Mixer, die Startadresse und die DMX-Kanäle. Wenn es einen Scheinwerfer nicht in der Bibliothek gibt, kann man sich relativ einfach eigene Scheinwerfer-Templates erstellen. Und das geht folgendermaßen. Ich klicke auf den Plus-Button und wähle Generic aus. Hier gibt es einige Templates für Farben und Positionen. Ich nehme den Desk Channel in der 8-Bit-Version und erstelle mir einen Scheinwerfer. Jetzt passe ich den so an, dass dieser zu meinem Scheinwerfer passt. Ich nehme den SGM P1 zum Beispiel, den ich nicht bei mir in der Bibliothek habe. Zuerst ändere ich den Namen, dann passe ich den Herstellernamen an. Dann füge ich die notwendigen DMX-Kanäle hinzu. Ich tausche Intensity und Strobe und Shutter und setze den Default-Wert für den Shutter auf 10. Wenn ich diesen Scheinwerfer jetzt als Favorit markiere, wird er mir in der Auswahl der Scheinwerfer ganz oben angezeigt. Um einen einzelnen Scheinwerfer zu exportieren, gehe ich in die Detailansicht und klicke den Share-Button. Ich wähle mein Ziel aus, zum Beispiel die iCloud,
und exportiere und speichere den Scheinwerfer. Der Import funktioniert genauso einfach. Ich klicke auf die Datei in der File-App, es öffnet sich der Import-Dialog. Hier wähle ich Hinzufügen aus, da ich nicht möchte, dass alles gelöscht wird und überschrieben wird. Über den Button starte ich den Import. Wenn ich das komplette Projekt sichern möchte oder es auf ein anderes Gerät importieren möchte, gehe ich wie folgt vor. Ich gehe in die Liste der Scheinwerfer oder in die Liste der Universen und klicke den Share-Button. Damit werden alle Scheinwerfer, Gruppen, Universen und Queue-Listen exportiert. Über AirDrop kann ich so auch direkt das Projekt auf einem zweiten iPad installieren. Beim Import von kompletten Projekten sollte immer die Option Überschreiben gewählt werden. Habt ihr eigentlich schon eine Bewertung im App Store gemacht? Na dann wird's aber Zeit. Wie das geht, habe ich euch im letzten Tutorial gezeigt. Im nächsten Tutorial geht es um die Connectivity. Ich stelle euch vor, wie ihr die App per ArtNet oder per Bluetooth mit DMX-Adaptern oder Scheinwerfern verbindet. Damit ihr das Video nicht verpasst, unbedingt den Kanal abonnieren. Dann seid ihr immer auf dem Laufenden, wenn es neue Features in StageLight gibt. Und wie immer, schreibt mir eure Fragen, Anmerkungen und Feature-Wünsche in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, euer Marco von StageLight.